Ich soll aufs Rotlicht warten. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des FC Salzburg. Das letzte Heimspiel der Saison, des Jahres besser gesagt, hat es in sich. Es kommt mit Liverpool ein großer Gegner. Das Spiel hat für uns eine große Bedeutung und deshalb freuen sich Jesse Marsch und Erling Haaland auf Ihre Fragen. So we'd like to give a very warm welcome to the press conference of the last home game here in Salzburg. It's an important game, an intense game against FC Liverpool. And we also would like to give a very warm welcome to Jesse Marsch and Erling Haaland. Wir bitten um Handzeichen und die Mikrofone werden euch gebracht. Sebastian Vierhauser, Kerstin, erste Reihe. If you ask any questions, please use the microphone. Jesse, Sie haben uns ja erzählt, diese Geschichte von Liverpool, dass Sie in Liverpool waren, das Stadion damals auch an der Anfield Road gesehen haben, begeistert waren von diesem ganzen Umfeld, dass Sie auch Ihren Sohn dann Lennon getauft haben. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt damals nur im Traum daran gedacht, dass es zu so einem Spiel kommen kann? Ja, so erst so in der Stadt, ich habe viele Leute gesehen und alle hat gesagt, ja, viel Glück, viel Erfolg, wir haben so viel Lust und Leidenschaft für dieses Spiel Dienstag. Und ja, es ist ein großartiges Spiel, das ist klar, aber ganz ehrlich ist unsere Einstellung nicht so hoch. Ja, ich denke, die Konzentration und der Fokus für uns ist klar. Und für uns auch, wir verstehen, dass Liverpool in den letzten 2 Jahren waren diese Punkt auch. Ja, sie brauchen ein Ergebnis in die letzte Spiel und sie haben die beide Ergebnisse gefunden. So, wir müssen verstehen, dass es ist eine Gelegenheit für uns zu spielen, unser Bester, und wir müssen frei im Kopf sein und geben alles, Vollgas geben. So, das ist unser Ziel und nicht so viel Druck oder Aufmerksamkeit für genauso, was dieser Moment ist. So the question was, back then when you saw Anfield Stadium in Liverpool, you were so excited, you liked it so much that you even named your son Lennon after it. Did you at that time ever dream of that such a game could happen in your career? And the answer is, well, you know, of course many people are talking to me in the city and they're wishing me the best of luck for this game now on Tuesday. And of course it's a great game for us, but our attitude is that our focus is on this game. We focus on what we can. Liverpool in the last 2 years, they always needed a result in the last game of the group stage. And so we see it as an opportunity for us. We would like to see it and go into the game with a relaxed mind, with no pressure, and give everything we have. Christoph Nister. Kurt, ihr müsst auch ein bisschen Platz machen, dass wir da vorbeikommen, bitte. We need space, sorry. Herr Marsch, die Fans des FC Liverpool haben im ersten Spiel sehr viel Gefühl gezeigt. Sie haben genau gewusst, wann sie die Mannschaft von Liverpool anfeuern müssen. Nach dem 3:3 gab es keine Buhrufe, sondern Vollgas von den Fans. Wie wichtig werden die Salzburg-Fans morgen? Ja, ich denke, wir haben ein volles Stadion. Und ich denke, die Leidenschaft von unseren Unterstützern und Fans in das Stadion morgen Abend werden ganz, ganz groß sein. Und wir brauchen das in jedem Spiel gegen Genk, gegen Neapel. Das Stadion hat so viel Energie und ich denke, wir haben das wieder. Und ja, es ist gut, wenn wir können ein bisschen Liverpool unangenehm machen. Das ist nicht so einfach mit Fußball, aber hoffentlich in unser Stadion, unsere Fans können viele helfen für uns mit diesem Thema. So the question was, in the first leg, the fans of Liverpool had a great feeling of when their team needed their support. So after the 3-3, the equalizer of Salzburg, there were no booing signs. They even supported their team even more. So how important are the fans of Salzburg for your team tomorrow? The answer is, well, the stadium is going to be full. Of course, we need the passion of the fans, and we need them in every game. They showed us a lot of passion also in the games against Genk and Neapel, and it was great to feel their energy.
And it would be great if we could make the life of Liverpool hard tomorrow. And with the help of the fans in our back, I think we can. Thomas Konas. Eine Frage an den Erling. Der Trainer hat schon angesprochen, für Liverpool ist es wieder ein Entscheidungsspiel, wie schon in den vergangenen beiden Saisonen. Das heißt, der Titelverteidiger hat eigentlich sehr viel Druck. Salzburg hat diesen dritten Platz, den man sich vorgenommen hat, für die Gruppe schon erreicht, kann die Sensation schaffen, macht es das ein bisschen einfacher, befreit drauf loszuspielen? Oh, yeah. The question was, for Liverpool, it's a decisive game. The title holder, they have all the pressure because they're in danger to go out of the group, to be eliminated already in the group stage. And Salzburg already has the third place in the table, so they could go into that game with a free mind. Yes, we can go out in the game with a free mind. We have nothing to lose, and yeah, we'll go out there and enjoy ourselves, and yeah, nothing to lose, and then go out there, smile, enjoy the game, and it's the biggest career of my life so far, and yeah, I'm looking forward to it. Ja, also die Antwort war, sie gehen da raus, sie haben nichts zu verlieren, also sie wollen einfach nur das Spiel genießen. Es ist eine große Freude, ein solches Spiel zu spielen, das größte Spiel seiner Karriere bisher. Sie wollen einfach nur ein großes Spiel abliefern und es genießen. Hubert Giegler. Eine Frage an Erling. Erling, das Interesse ist, an deiner Person ist sehr, sehr stark. Auch viele Augen in England sind auch auf dich gerichtet. Es gibt immer wieder Transferspekulationen. Wie gehst du damit um und wie schwer ist es, hier die Konzentration auf Salzburg hochzuhalten? So there's a lot of interest on your person, on you as a player. Also from England, there are many observers observing you and many speculations about being transferred to another club. So how do you focus on Salzburg and how do you focus on the game? I just focus on my job, playing football, and to enjoy what I do every day, and to go in with a clear mindset to be in the presence and enjoy the moment right now. And yeah, that's my focus to focus on Salzburg and me as a player. So it's not hard at all. I'm enjoying every day and to play football, yeah. Ich versuche einfach nur meinen Job zu machen. Ich versuche jeden Tag zu genießen, jeden Moment. Also ich lebe im Hier und Jetzt und das ist mein Fokus, Salzburg. Ich denke überhaupt nicht an diese Gerüchte. Also ich denke einfach nur an meinen Job und den will ich gut machen. Rainer. Ja, für unseren Matchplan sind wir fast immer aggressiv und gegen den Ball ist es so wichtig gegen diese Gegner. Sie haben so viel Talent mit dem Ball und sie sind sehr gut in Umschalten, ja, defensiv und offensiv. So wir müssen immer online sein für jede Situation und mit dem Ball, gegen den Ball, für was passiert, wenn das Spiel ist ein bisschen offen. Sie haben die Angreifspieler mit Salah und Firmino und Mane, sie sind so gut in Umschalten-Momenten und mit Raum. So das ist wichtig für uns. Aber das ist normalerweise unsere Art und Weise von Fußball. So ich denke, unser Matchplan hat ein paar besondere Ideen für was ist wichtig, aber was ist auch wichtig ist, dass wir haben ein gutes Selbstvertrauen, Aggressivität, Präsenz auf dem Platz und spielen ganz frei und unaggressiv. Das ist ein großer Schlüssel für uns. The question was to Coach Marsh. You always have to have a clear match plan for every game. So you said you needed a clear match plan for this game against Liverpool. How is that going to be? What's the match plan for tomorrow? The answer was, like, our match plan is always to play aggressively, to defend well, to work well against the ball. And Liverpool, they are very talented. They are very quick and dangerous in their transitions, defensive and offensive. So we always have to be alert on the pitch, and we have to be alert for what happens on the pitch.
They have great players in their as strikers like Firmino, Salah, and Mane, and they are incredibly dangerous in their transitions. So we just have to follow our normal match plan, and we have some special ideas. But the most important thing for tomorrow is to be self-confident, aggressive, and show presence on the pitch. Jesse, they don't have Sadio. They have a lot of money. Joke. Adrian, please. Question to Erling. Finally, you got it, huh? Ja. Or to follow up daarop. Wir müssen weiter so. Wir können nie enden mit diesem Witz. Erling, Jesse recently said that during a period of time you were giving up penalties to your teammates because you wanted to share the positive energy with the other teammates, and that in the end he had to step in and clarify that you are the penalty taker. What can you say about that, and how important is it for you to be a part of a team that succeeds? Yeah, for me the most important is the team spirit and how we work as a team. We have a very good spirit. You've seen that this year, but it's important to have a good spirit and yeah. Die Frage war an ihn, Erling Haaland, dass er oft die Elfmeter an seine Teamkameraden überlässt. Macht er das auch als Teil, um den Teamgeist hochzuhalten? Wie sieht er das? Wie denkt er darüber? Und er findet, ja, der Teamgeist ist äußerst wichtig, ist sehr wichtig. Wir alle müssen zusammenarbeiten als ein Team und deswegen muss der Teamgeist immer gut hochgehalten werden. No way. There's a lot of rumors and attention around Erling. First of all, how do you think he like it and handle it? Yeah, so there's been, this is not a new theme, right? There's been a lot of talk, and at one point we had a joke in a press conference that every day there was a new team that was interested. It's natural, you know, Erling has had such a great season, and I think it's easy to see, you know, even when he talks here, he's relatively humble and quiet, and it's easy to see that he's likable, that he cares about the right things. You know, you guys don't get to see him in the team every day like I do, but it's one of the things that makes him special is what he says and is what he believes. And when he comes every day with energy for the group, he cares so much about the team and about team success. And I think we're, you know, in this sport, everyone can recognize that Erling doesn't have success without the whole group understanding how to play with each other and really committing to each other. That's been a big advantage for us. So in the end, I think that he has handled himself incredibly well, given all of the talk around what is potential to happen. We've tried to also communicate with Erling and with his father to make sure that we can, you know, stay focused on all the things that matter in the moment. I think that's been the biggest thing. Earl is just living in the moment, right? We've tried to do that. Right? And I think we've done that. Erling's done that well, and I think the whole group has done that well. Die Frage war, es gibt jede Menge Gerüchte über Erling, dass er jetzt wieder in einen anderen Club transferiert werden soll. Und wie geht die Mannschaft damit um? Mag sie das und wie nimmt sie das auf? Und die Antwort war, ja, das ist nicht neu, diese Gerüchte gibt es schon lange. Es gibt viel Gerede darüber. Wir hatten sogar einmal einen Witz, dass jeden Tag ein neues Team ihn jetzt kaufen will. Es ist klar, er macht eine großartige Saison, aber Sie sehen ihn hier, er ist bescheiden, er ist liebenswert und ich sehe ihn jeden Tag im Team. Er ist einfach ein besonderer Mensch, er gibt unserer Mannschaft eine großartige Energie, aber er weiß auch, dass er allein den Erfolg nicht haben kann ohne die Mannschaft. Und das ist unser Vorteil. Wir arbeiten einfach großartig als Team zusammen. Und er macht das super, er geht super mit dieser Situation um, er achtet nicht so sehr auf das Geschwätz, sagen wir mal so. Und wir reden auch viel mit seinem Vater, damit er auf all die Dinge, die wichtig sind, sich fokussieren kann und dass er im Hier und Jetzt lebt. Das ist wichtig. Hier und Jetzt. Ja. Erling, first of all, how is it to sit here at such a young age, having done what you have done this season and just hours away from playing against Liverpool in such a big match? It's lovely, to be honest. It's a dream. I'm living the dream, and these matches like this, this is what you dream of to play. So I'm
I'm enjoying it. Erling, Sie sitzen hier, Sie sind sehr jung und nur Stunden davon entfernt, gegen eine solch große Mannschaft wie Liverpool zu spielen. Wie fühlen Sie sich? Wie ist das für Sie? Das ist unglaublich, das ist ein Traum. Ich lebe meinen Traum. Jeder Spieler lebt für solche Spiele. Also ich kann nur sagen, das ist einfach großartig. Stefan Blumenschein wollte, glaube ich. Ja, Herr Marsch, Ihre Mannschaft hat in den 5 Champions League-Spielen die meisten Fouls aller Teilnehmer gemacht, gemeinsam mit Dinamo Zagreb. Also im Schnitt ungefähr 14 pro Spiel. Überrascht Sie das? Okay, ich habe nicht das gehört. Ja, für mich haben wir sehr, sehr gut in diesem Turnier gespielt. Wir waren immer torgefährlich. Ich denke auch immer klar auf dem Platz mit unserem taktischen Matchplan. Wir hatten Flexibilität mit guten Ordnung und mit Auswechslungsspielern. Wir hatten viele gute Leistungen von unserer Gruppe für eine junge Mannschaft, die erste Mal in der Champions League. Wir sind so sehr, sehr stolz auf unsere Jungs. Ja, und was ist so wichtig ist, dass wir können benutzen alle diese 5 Leistungen zu helfen uns morgen. Ja, so wir können ganz klar auf dem Platz und frei und mit Selbstvertrauen spielen. Und das ist unser Ziel. Und ich denke, je mehr wir haben dieses Thema im Kopf und wir können ja dieses Spiel machen, dann vielleicht wir können ein bisschen auch die Ergebnisse kontrollieren. Nicht so einfach gegen Liverpool, aber wir werden sehen. Ja, wir mögen unsere Chance hier in unser Stadion. Ja, zu geben alles und dann wir werden sehen. Das ist unser Ziel. The question has been, there have been 5 games of FC Salzburg in the Champions League so far, and Salzburg committed the highest number of fouls together with Dinamo Zagreb, 14 per game. The answer was like, yeah, well, I think we played well in this season. We were always dangerous. We always wanted to make goals. We went for goals. We had a clear match plan, a good positioning. We used well our substitute players. The performance of our young team in this first Champions League season was really great. So we are really happy and proud for our boys. And this experience of the 5 games helps us tomorrow to play with high self-confidence and to play with a clear mind. And yeah, well, this maybe helps us that we can get a good result here together in our own stadium. Valentin Snobbe. Erling, mich würde interessieren, hast du in deinem ersten halben Jahr in Salzburg oder in deinem zweiten halben Jahr für dich selber die größere Entwicklung genommen? Und Anschlussfrage, wir wissen, wie dein Körper auf dem Platz funktioniert. Setzt du auch deinen Kopf ein? Redest du mit den Gegenspielern? Sagst du zu Virgil van Dijk morgen, deine Schuhe sind schmutzig? Oder gibt es da Psychotricks von dir? So Erling, the question was like, how do you evaluate your development here in Salzburg in the first half year when you have been here, or the second half year, which has been like more interesting for you? And the second question would be, we know how you work, how your body works on the pitch, but how does your mind work? Do you speak with your colleagues? Do you give them commentaries like your shoes are dirty or something like that? How do you work with psychic tricks? One more time. I forgot it. The first one is like development in the first half of or the second. Yeah. The first half year was more like I don't know the English word. Can someone Norwegian tilpassing? More adapting half year. Thank you. Good to have you here. And I was training good the first half year. It was a bit new because my body needed to set it a bit because it was a lot of new training things and from Molde to Salzburg. But I trained good and yeah, I didn't play a lot, but I trained good and this was important. And then I went to the World Cup with under 20s and after that some vacation, and then I came back to pre-season sharp and fit and fully rest. So it was a hard year, but also a good year, a good half year for my mentality. And then I had the pre-season training good. It was hard. I remember it was very hard.
with the cramp and everything. Yeah, since that I haven't looked back and enjoyed every day with it, and also with the mind and these things. I try to be mostly relaxed on the field and outside the field and in the training, but you also have to be focused. But these things, your shoes is dirty, as you said. I don't say this to Van Dijk, to be honest. I try to play my own game and to enjoy the game. So not really, no. Ja, die Antwort ist, im ersten Halbjahr habe ich mich erstmal anpassen müssen. Ich habe gut trainiert, aber mein Körper musste sich erstmal anpassen an dieses neue Training hier in Salzburg. Ich habe da nicht viel gespielt, aber gut trainiert. Dann kam die WM der U20, ich kam zurück, es begann die Vorsaison, ich war fit, ich war gut in Form. Es war hart, muss ich sagen, es war wirklich ein hartes weiteres halbes Jahr, aber es war gut für mich und für meine Mentalität. Und seither habe ich nicht mehr zurückgeschaut und ich habe einfach jeden Moment genossen. Zu den Psychotricks, also ich versuche auf dem Feld immer entspannt zu sein, auch außerhalb des Feldes und im Training und fokussiert zu sein. Diese Sache mit schmutzige Schuhe, also nee, sowas sage ich nicht und ich versuche einfach mein eigenes Spiel durchzuziehen. Alex. Jesse, Entwicklung wird im Verein bei euch sehr groß geschrieben. Jetzt ist ein bisschen an Erfahrung auch dazugekommen in großen Spielen in der Champions League. Haben Sie das Gefühl, dass die Mannschaft auch reifer geworden ist im Laufe des Turniers, beziehungsweise dass die Herangehensweise vor den Spielen etwas sich verändert hat? Auch dann an den Erling diese Frage. Ja. Okay, First question, after that. Ja, in Vergleichen zu Liverpool, ja, vielleicht nicht so viel. Aber für uns, an unserer Entwicklung, in die Entwicklung weg, wir haben kreieren für diese Jungs und gemacht. Für mich ist Wahnsinn, ja, zu sehen, der Erfolg von unseren Jungs und die gesamte Mannschaft ist ja ein Vorteil für uns in diesem Moment. Ja, und wieder mag ich unsere Chance morgen. Ja, wir haben eine super Gruppe. Sie haben jetzt Selbstvertrauen, sie sind klar mit unserer Art und Weise von Fußball und wir sind bereit für einen großartigen Moment. Und so, ich habe gesagt, nach dem Gangspiel, warum nicht? Das ist noch in meinem Kopf, warum nicht? The question to Erling would be like the development in this club is very important, development of young players. So now these young players also have experience in Champions League as well. So do you have the impression that the team is more mature now, and how is the attitude now of the team before games like this? First the translation. It's Can make the translation of translation in English of Jesse Mar's answer is like, well, for us it's crazy that we have this opportunity now. The success of the boys really helps us a lot. It's a big advantage for us, and we have a great magic opportunity tomorrow. So this team, of course, it is more mature because we have more self-confidence. We go in the game with a clear mind, and we are ready to make something special tomorrow. I said after the Genk game, I said, why not? That's what I said. And the question was? The question was, the development of young players in this club is very important, and now these young players have more experience also in Champions League. So do you think the team is more mature now? Do they have another attitude before they go into the games? A good question. It's a good experience for everyone to play Champions League football, first of all, and it's hard to answer if we go in with a different way. Maybe we know more how Champions League works because we played 5 games there. But we cannot forget that we also have a couple of older players in the team. So we're not 11, 19 year older. It's a lot of players that have been playing for a long time, and these also helps us in games like this and in stages like this. So
we have a good mix of young players and some older players, and that will be important in this type of game. Ja, natürlich hilft die Erfahrung in der Champions League, das ist eine großartige Erfahrung, aber ob wir jetzt eine andere Einstellung haben, natürlich ja, diese 5 Spiele, die haben uns geholfen, wir wissen jetzt besser, wie es geht in der Champions League, aber wir haben auch viele erfahrene Spieler, die schon lange Zeit hier im Club spielen und diese Spieler helfen uns auch, also ich finde, wir haben eine gute Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern. Charlie. Your father make of your sort of incredible consistency? Because it is very unusual to do what you're doing at your age. Yeah, I'm confident that we will score tomorrow. Liverpool is a fantastic team, but FC Salzburg is also a fantastic team, and I work well with my teammates, and we create a lot of chances, and I'm confident that we will attack the game tomorrow and create more chances. What was the? What does your dad like of you? What's consistency? Him my father, he was a former player, so he's been helping me, of course. But I also have a lot of friends that also helps me in these situations, and to try to keep doing what I'm doing every week. It's not easy, but that's what I try to do, and my father has been helping me a lot. Yes. Die Frage war, wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie morgen auch gegen Liverpool treffen können, ein Team, das also wirklich sehr stark ist und die in der englischen Liga jetzt am Wochenende nach 14 Spielen zum ersten Mal wieder ohne ein Gegentor gewonnen haben. Und zweite Frage war, wie denkt Ihr Vater über Ihre Situation hier? Wie geht er damit um, mit diesem Erfolg, mit Ihrer Leistung? Antwort war ja, natürlich, ich glaube, dass wir Tore schießen können. FC Liverpool ist ein großartiges Team, aber FC Salzburg ist auch ein fantastisches Team und wir erarbeiten uns viele Chancen, wir als Mannschaft. Also ich bin zuversichtlich, dass wir treffen werden. Zweite Frage, mein Vater ist natürlich sehr wichtig für mich, er hilft mir sehr, aber ich habe auch viele andere Freunde, die mir helfen, mir jede Woche dabei helfen bei diesem wirklich sehr schwierigen Job, den ich mache. Also klar, mein Vater ist sehr wichtig für mich und hilft mir sehr. First row, last question. See, Manuel Feth from Pro Soccer USA. There's been a lot of hype about your person back in the States. You could make history tomorrow becoming the first US coach to guide a team to the round of 16. Is that ever on your mind? So I've had, when I first got here in Austria, I had journalists ask me if being the first American to coach in Champions League, and to be honest, I wasn't fully aware if that was true. I think it's turned out that it has been true. And then, I haven't been fully aware as to what the reaction is back in the States to having an American coach in the Champions League. I've felt support, and I think that's been a really good thing. But, this has been so much more about our club than me or Erling or any one individual. This club has fought for so long to get to this stage and to get to this moment, and for us to be in position to potentially move on is something that we all hope for, but we didn't necessarily expect. And so in the moment, my heart and my mind is with the people in this city and the people in this club and our team. And that's what's most important, is that when we go out on the field tomorrow night, that we represent all of that with all the passion and fight and belief that we possibly can find. So that will be our goal tomorrow, and I'm pretty certain that we will achieve that. So, die Frage an Jesse Marsch war, er könnte der erste Trainer sein, der ins Achtelfinale der Champions League einzieht. Wie fühlt er sich da angesichts dieser Möglichkeit? Die Frage, die wurde mir auch schon gestellt. Ich war mir nicht bewusst erst, dass ich der erste Amerikaner in der Champions League war. Ich wusste nicht, ob das wahr war, aber dann habe ich es verstanden und ich war mir auch nicht bewusst, was das bedeutet in den USA. Also klar, ich fühle da die Unterstützung und das ist gut für mich, aber
Dieser Club ist so viel größer als nur ich oder Erling, denn der FC Salzburg hat schon so lange dafür gekämpft, um endlich in der Champions League zu spielen. Wir haben das endlich geschafft, wir hatten das erst nicht erwartet, aber jetzt sind wir hier und ich denke bei dem, was ich hier mache, an die Menschen in der Stadt, an diesen Club und wir stehen für all das und das ist, was wir morgen auf den Platz bringen wollen, damit wir diesen Club und die Menschen in der Stadt glücklich machen können. Vielen Dank, Erling, vielen Dank, Jesse, danke Ihnen fürs Dabeisein. Training heute um 17 Uhr im Trainingszentrum Tagsam. Vielen Dank, Wiederschauen.